Hi, ich werde oft gefragt, wie man seine Videoqualität verbessern kann und deswegen habe ich diesen Beginner Guide zusammengestellt, der zeigen soll, wie man seine Qualität von so zu so in 3 einfachen Schritten verbessern kann. Immer wieder brauchen Gewählte und Kandidierende gute Videos von sich selbst, wo sie etwas verkünden oder etwas kommentieren und wie das geht mit einfachen Mitteln. Das möchte ich euch in diesem Video zeigen, weil es braucht nicht immer gute und teure Schnittsoftware oder Kameras dazu. Das Video gliedert sich in 3 Teile. Was muss beim Dreh beachtet werden? Welche Kameratechnik braucht man und wie schneidet man das Ganze? Filmt nicht im direkten Sonnenlicht. Filmt nicht mit dem Fenster im Hintergrund und reinigt die Kameralinse. Filmt ruhig auch im Schatten und filmt mit Blick ins Fenster. Und wenn ihr eine saubere Kameralinse habt, sieht es auch viel besser aus. Und wenn ihr in einem Zimmer dreht, dann macht ruhig das Deckenlicht aus. Weil es geht gar nicht so sehr um die Lichtmenge, sondern vielmehr um die Lichtqualität. Und Fensterlicht ist oft mit am schönsten. Und denkt dran, für was ihr das Material verwendet. Also Hochkant oder Querformat, weil wenn ihr das Material kombinieren wollt, dann kann das schon wichtig sein, dran zu denken. Handys reichen vollkommen aus und die aktuellen Modelle sind auch alle top. Es gibt Modelle, die haben eine eingebaute Funktion, den Hintergrund unscharf zu machen. Das setzt dem Ganzen natürlich bildlich die Krone auf. Aber auch ohne unscharfen Hintergrund kann man gute Videos drehen. Auch dieses Video wurde übrigens komplett mit einem Handy aufgenommen. Das Video wirkt auch deshalb so professionell, weil nicht nur das Bild gut ist, sondern auch der Ton. Und um das zu demonstrieren, was das für einen Unterschied macht, wollte ich das euch einfach mal zeigen, hier an so einer lauten Straße, was das ausmacht, wenn man ein gutes Mikrofon dran hat. Das sind gute Investitionen, die kosten zwischen 40 und 80 Euro. Und oft braucht man dann noch einen Adapter bei den modernen Handys, weil die keinen Kopfhörereingang mehr haben. Der wird manchmal mitgeliefert, aber kostet auch, wenn man ihn nachkauft, nur 10 bis 20 Euro. Und zum Aufnehmen gibt es 2 Mikrofontypen. Ein Ansteckmikro oder ein Richtmikro. Ein Richtmikro hat eine richtig tolle Qualität, wenn die Umgebungsgeräusche sehr laut sind. Und ein Ansteckmikro hat den Vorteil, dass die Person, die filmt, beide Hände frei hat, weil sie kein Richtmikro in der Hand halten muss. Damit ihr nicht so viel recherchieren müsst, zeige ich euch einfach mal meine Favoriten, die ich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Mein Lieblingsansteckmikrofon ist von Rode, das nennt sich Smart Lav Plus. Und für windige Situationen, also alle Situationen eigentlich, die draußen stattfinden, braucht man noch ein sogenanntes Dead Kitten. Das ist dieses Puschelding, was man ans Mikrofon dran macht. Das muss man beim Rode Smart Lav Plus noch dazu kaufen. Die gibt es vom Hersteller für rund 20 Euro das Stück und auch für deutlich weniger von anderen Anbietern. Da könnt ihr irgendwas nehmen. Mein Lieblingsrichtmikrofon fürs Handy ist von Movo VXR10. Das kommt sogar geliefert mit einem Dead Kitten. Was ich auch sehr gerne nutze, ist ein Verlängerungskabel. Damit es keinen Kabelsalat gibt, habe ich das mit dem Klettverschluss so ein bisschen zusammengehalten. Dann braucht man sich mit dem Richtmikrofon nicht ganz so strecken und das Kabel so dehnen. Und man kann mit dem Ansteckmikro zum Beispiel etwas weiter weggehen. Aber man kommt auch gut ohne Verlängerungskabel zurecht. Und rechts liegt noch das Adapterkabel, sodass man das Mikrofon mit dem Handy verbinden kann. Und wohin mit den ganzen Mikros? Also, wo platziert man die? Am besten dieses Ansteckmikro ziemlich weit oben und gar nicht so weit unten, damit der Ton einfach besser drauf ist. Und auch das Richtmikro ziemlich nah an den Mund, da braucht man auch gar nicht so laut reden. Und auch wichtig von unten und nicht von oben, weil wenn man hier von geradeaus filmt, dann hat man nämlich noch viel von den Hintergrundgeräuschen dabei, aber wenn man von unten kommt, dann sind die Geräusche ziemlich isoliert. Und wenn eure Aufnahmen im Kasten sind, dann kann ich euch empfehlen, vor Ort gleich den Ton nochmal zu überprüfen oder die Aufnahme, dazu einfach das Mikrofon ausstecken und dann könnt ihr das machen. Und wenn ihr nicht sicher wart, ob jetzt das Mikro den Ton aufgezeichnet hat, gibt es einen kleinen Trick. Ihr nehmt das Mikro ganz nah an euren Mund und pustet da sanft rein. Und wenn ihr das deutlich hört auf den Aufnahmen, dann ist klar, dass das Mikro angesteckt ist und alles funktioniert hat. Wenn das aber nicht geklappt hat, dann hilft es eventuell einfach das Mikro natürlich reinzumachen und dann die Kamera-App neu zu starten und dann sollte das laufen. Mit ein bisschen Übung und Routine, vielleicht vorher, klappt es dann auch und klingt alles komplizierter als es ist. Meine Lieblings-Videoschnitt-App ist die kostenlose App CapCut. Die kann sehr viel, so viel, dass man dazu ein eigenes Tutorial machen könnte. Das sprengt also den Rahmen, das jetzt zu erklären.
Und sie ist aber auch sehr intuitiv bedienbar. Also ihr könnt es einfach mal selber ausprobieren und online gibt es auch noch ganz viele Tutorials dazu. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Und teilt das Video doch auch gerne, damit wir unsere Demokratie noch besser und ansprechender beleben können. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt die unten in die Kommentare oder schreibt mir eine Mail an hi@fionn-große.de. Und wenn ihr selber Bedarf habt an professionellen Politikreportagen oder Porträts, dann schreibt mir an die gleiche E-Mail eine Anfrage. Viel Erfolg bei euren Videos!